Unglaublich, aber wahr. Michael Jackson ist auf Stippvisite in Deutschland. Vor knapp 2 Stunden landete das Pop-Idol auf dem Flughafen Köln-Bonn. Die Kölner Luxusherberge Hyatt wurde schon in den frühen Morgenstunden von Fans belagert. Unterschiedliche Gerüchte über die Ankunftszeit des Superstars sorgten immer wieder für Aufregung. Am Mittag machten sich mehr als 500 Fans auf den Weg zum Köln-Bonner Flughafen. Unter einer Brücke bildeten sie eine Gasse, um ihr Idol gebührend zu empfangen, auch wenn der Begrüßungssong eher schief als schön klang. Pünktlich um 14:38 Uhr war es dann endlich soweit. Direkt aus London traf die Maschine mit Michael Jackson ein. Für manche Fans wurde es zu viel, die Tränen flossen in Strömen. Wie gewohnt, mit Hut, Sonnenbrille und Atemschutztuch betrat Michael Jackson dann deutschen Boden. Ob er die Maske trägt, um sich nicht zu erkälten, seine Nase tatsächlich platzt oder ob er einfach keine Presse riechen kann, blieb auch heute wieder ungeklärt. Mit Begleitschutz ging es dann ab in Richtung Hotel. In der Unterführung endlich der große Moment. Michael zeigt sich seinen Fans und beschenkt sie mit Blumen. Das Jackson-Fieber wird wohl noch bis Sonntag andauern, denn so lange bleibt der Megastar in Köln. Jetzt steckt Stacko wie jeder andere Deutsche im freitägigen Verkehrsstau zwischen Köln und Duisburg. Ankunft. Von Fans umjubelt Michael Jackson in Köln. Freitag, der 3. November, die RTL 2 Nachrichten mit Corinna Wolters. Michael Jackson-Fieber. Heute Nachmittag landete der Megastar in Köln, ohne Ehefrau Lisa Marie, dafür aber mit vielen Bodyguards. Mehr als 400 Fans warteten ungeduldig auf ihren Star. Mit Bussen waren sie von seiner Plattenfirma herangekarrt worden. Jacko ist auf Promotion-Tour. Aus ganz Deutschland waren die eingefleischten Fans angereist, natürlich vorbereitet. Nur 5 Millionen CDs konnte Michael Jackson von seinem neuesten Album History bisher verkaufen. Normal wären 20. Mit Sonnenbrille und Mundschutz verhüllt landete der Superstar dann pünktlich um 14:30 Uhr auf dem Köln-Bonner Flughafen. Abgeschirmt wie kein anderer. Den Fans war es egal, sie wollten nur einen kleinen Zipfel von ihm entdecken. Also ich bin seit 11 Jahren Michael Jackson-Fan und verfolge ihm seine Karriere. Und wenn du ihn dann mal live siehst, dann ist es halt einfach mal ein schönes Gefühl. Mit Gekreische, Ohnmachtsanfällen und Tränen kam dann doch noch das Bad in der Menge. Für manche war es doch zu viel, Superstar Jacko einmal zu sehen. Größer kann das Glück kaum sein. Unser Thema in Exklusiv-Spezial: Michael Jackson. Der Popgott ist seit ein paar Stunden in Deutschland und alles steht Kopf. Hunderte von Fans am Flughafen, vom Hotel und vor der Halle, wo der Superstar zur Stunde gerade seinen neuen Song probt. Fans und Journalisten wollen alles ganz genau wissen. Hat Michael Jackson vielleicht ein Sauerstoffzelt im Hotelzimmer? Wo steckt Lisa Marie? Wie sieht er aus? Ist seine Haut vielleicht wieder etwas weißer? Seine Nase wieder etwas spitzer geworden? Und genau hinschauen muss man schon, denn zum Schutz des scheuen Stars sind nicht weniger als 10 Möchtegern-Michaels unterwegs. Deutschland im Jackson-Fieber. Exklusiv-Spezial von Daniela Ulbing, Ruprecht Joost und Frank Biernert. Michael Jackson betritt deutschen Boden. Vor der Kölner Luft schützt er sich mit einer Maske. Vielleicht auch nur ein Täuschungsmanöver. Heute Nachmittag ist er in Köln gelandet. Er wird abgeschirmt von Bodyguards, verschwindet sofort im Auto. Aber viele Fans glauben, er ist nur ein Michael Jackson-Double. Er zeigt sich den Massen, lässt sich sogar anfassen. Panik bricht aus. Doch die meisten Anhänger fallen auf so einen Trick nicht rein. Sie sind sauer und enttäuscht. Sie glauben, dass ihr Idol sie hintergeht. Weil es der verkehrte Michael Jackson war, das war er nicht. Was überzeugt Sie davon? Das Kinn, alles. Das war er nicht. Die ganze Gestik, das war niemals Michael Jackson. Und für sowas nimmt man sich einen halben Tag Urlaub. Also ich bin sowas von enttäuscht. Das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu sehr inszeniert, was sie hier gemacht haben. Mit der ganzen Show drumherum, dem Gehupe, den Blumen und so weiter. Viele Fans sind schon gestern Abend angereist. Aus ganz Europa sind sie gekommen. Sie standen bis tief in die Nacht vor dem Hotel, hofften, irgendetwas über ihr Idol zu erfahren. Besonders 2 Mädchen aus Salzburg. Michael gibt so viel, Michael gibt so unheimlich viel. Man bekommt so viel zurück, das ist alles wert, wirklich. Jeder Pfennig. Auch das Hotelpersonal ist gespannt auf den Megastar. Seit Tagen bereiten sie seine Ankunft vor. Was wurde gemacht? Die Suite ist gestrichen und die Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen und man hat oben aufgepasst, dass alles gut klappt. Und wenn ihr ganz brav seid, dürfen einige von euch dann abends zur Show.
Um ein Chaos zu vermeiden, hat die Plattenfirma jetzt schon extra Reisebusse für die vielen Fans geschartert. Losgehen, aber um 10 Uhr müssen die Fans schon da sein, damit die paar tausend Fans da mal rauskommen zum Flughafen. Alle, die mitwollen, dürfen natürlich mit. Doch leider darf nicht jeder mit. Es sind einfach zu viele Fans da. Es wird aussortiert. Die Busse reichen nicht aus. Trauer unter denen, die hier bleiben müssen. Martina und Susanne aus Salzburg, sie dürfen dabei sein im Partybus zum Flughafen. Nonstop Michael Jackson Songs. Die Vorfreude ist riesig und sie sind sich sicher, sie werden den echten Michael hautnah erleben. Michaels Leute kennen halt ein paar Gesichter, wenn die Leute, die auf Tour mit sind. Und vielleicht haben wir da eine Chance. Und wenn nicht, dann machen wir halt Party davor. Also ich halt. Michael Jackson fährt am Flughafen vorbei. Er winkt, die Massen sind hysterisch. Susanne und Martina stehen ganz vorne in der ersten Reihe. Sie sind gerade mal 2 Meter von ihrem Idol getrennt. Also Bill Bray war im Wagen und von daher denke ich, er war's. Ja, klar. Ja. Ja. Außerdem kann der eine so ungeschickt mit Blumen umgehen. nein, nicht das Scheiß. Ja, jetzt gehen wir mal vor das Hotel und schauen, ob Michael da ist oder nicht da ist oder wann er kommt. Ja. Dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Seine Hotelsuite. Wir durften sehen, wie er wohnt. Auch am geheimsten Örtchen will Michael Jackson erreichbar sein, wenn Lisa Marie aus den USA anruft. Eine Küche, 2 Bäder mit Sauna und ein riesiges Wohnzimmer hat der Megastar für sich alleine. 2.900 Mark kostet eine Nacht, der Flügel inbegriffen. Aber das reicht noch nicht. Für seinen Stab hat er gleich eine ganze Hoteletage gemietet. Direkt nebenan die Suite von Bill Bray, Michaels langjährigen Freund und Aufpasser. Er will ganz gesund leben. Ich muss darauf achten, dass er immer frischen Orangen- und Apfelsaft da hat. Er verlässt sich da ganz auf mich. Tafelwasser muss auch immer in der Minibar sein. Vor allem muss ich darauf achten, dass hier keine Aschenbecher stehen. Er hasst Zigaretten. Er trinkt keinen Alkohol und er nimmt auch keine Drogen. He does not do any smoking of any type. He does not do drugs. Bill Bray kümmert sich schon seit 28 Jahren um Michael. Er kennt ihn wie kaum ein anderer. Der alte Mann fühlt sich wie ein Ersatzvater für den 37-Jährigen. Heute leitet er die Sicherheitsmaßnahmen für den Deutschlandbesuch. Seit der abgebrochenen Welttournee lebt Bill Bray auf Neverland in einem Häuschen neben Michael und Lisa Marie. Jedes Mal, wenn der Megastar in der Öffentlichkeit auftritt, hat Bill vorher die Leibwächter genau instruiert. Er will nicht, dass seinem Michael irgendetwas passiert. Maybe a father to him, you understand, when problems come. Ich bin schon wie ein Vater für ihn. Gerade wenn Probleme auftauchen, braucht er mich. Dann bin ich fast sein Sandsack, auf den er einschlagen kann. Michael reagiert sich dann an mir ab, erklärt uns Bill. Wir sind schon sehr, sehr gute Freunde. Wir haben ein ganz enges Verhältnis miteinander. Es ist nicht einfach nur ein Arbeitsverhältnis, es ist eine tolle Beziehung. Michael ist oft von mir abhängig und ich auch von ihm. Teddy Lakis. Mit ihm arbeitet Bill Bray in Deutschland zusammen. Er organisiert den reibungslosen Ablauf des Jackson-Besuchs. Für die Plattenfirma kümmert sich Teddy Lakis um die Fans. Seit gestern Nacht ist er im Einsatz. Auch die Betreuung des Jacksons Stabes gehört seitdem zu seinen Aufgaben. Heute haben Sie ja gesehen, sind schon an die 60 Tänzer und Sängerchor aus Amerika angereist gekommen. Dann kommt morgen noch mal ein Tross von ungefähr 30 Leuten. Also ich möchte sagen, nur für die eine Fernsehshow so um die 100 bis 120 Leute, die für ihn da sind und mit ihm zusammen, ob das jetzt der Make-up-Artist ist oder der Friseur oder der Schneider, alle sind dabei. Lagebesprechung zwischen Teddy und Bill. Die zwei sind sich sicher, Michael wird zufrieden sein. Er mag die Arbeit der Bodyguards hier sehr. Sie sind sehr kooperativ. Alle hier sind sehr kooperativ. Wenn wir nach Deutschland kommen, gibt es nie Probleme. Alle tun genau die Dinge, die wir uns gewünscht haben. Michael zeigt ja eine gute Show und dafür wird er hier gut versorgt und beschützt. Megastar Michael Jackson. Er lässt sich nicht jeden Tag einfach so in der Öffentlichkeit blicken. Seine Fans haben lange darauf gehofft, ihn endlich live zu erleben. Seine Frau Lisa Marie bleibt allerdings diesmal zu Hause. Sie lässt Michael allein auf Reisen gehen. Böse Zungen behaupten, der bislang eher mäßige Erfolg seiner neuen Platte History ist der Grund für seinen Kurzbesuch. Die Verkaufszahlen sollen deutlich steigen. Da reicht es nicht, wenn Michael und Gattin nur im Video nackte Haut zeigen. Jetzt soll er auch selbst in Erscheinung treten, bestimmten die Plattenbosse. Glück fürs Publikum, dass Jackson morgen hier auf dieser Bühne stehen kann. Die Organisatoren sind stolz, dass sie ihn engagieren konnten. Einfach war es für sie nicht gerade.
Man kriegt so Horrormeldungen von überall hin, ja, die gehen ja vom Sauerstoffzelt bis sonst wo. Wie sich dieser Mann nun wirklich geben wird, ob er pflegeleicht ist, ob er schwierig ist, das ist halt immer die Frage. Und das ist ein großer Apparat, der da dran hängt. Also Nervosität ist schon im Spiel. Längst ist aber alles bis ins kleinste Detail für Jacksons Auftritt geplant. Nur handverlesene Fans dürfen in der Halle sitzen und ihren Star anhimmeln. Wo sehe ich sie? Also das ist die Fläche für die Fans, zusätzliche Stuhlreihen, ziemlich dicht. Also wir sehen, er wird sich schon als Star zum Anfassen präsentieren. Und das also ist die große Aktionsfläche von Michael Jackson. Hier probt Giaco heute. Nur den Regisseur bringt der Rummel um den Star nicht aus der Ruhe. Er hat Erfahrungen mit den ganz Großen im Showbusiness. Zu den wenigen, die Michael Jackson morgen leibhaftig begegnen werden, gehört SPD-Politiker Gerhard Schröder und seine Frau Hiltrud. Die Erwartungen der beiden sind völlig verschieden. Hiltrud ist aufgeregt, Politprominenz kennt sie, nicht aber Showstars wie Jackson. Ich finde das eine spannende Angelegenheit. Ich meine, die Menschen, mit denen ich sonst üblicherweise zusammen bin, sind ganz andere als eben gerade so hervorgehobene Künstler oder als weltweit bekannte Künstler. Von daher ist das schon was. Meine Töchter kennen die Musik sehr viel besser als ich. Ich wäre verlogen, wenn ich jetzt hier erzählte, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Michael Jackson höre. Dafür kann sich Giaco auf diese Fans verlassen. Martina und Susanne und viele andere Fans widmen dieses Wochenende nur ihrem Idol. Sie wissen, es werden noch hunderte weitere Anhänger erwartet. Und alle haben nur einen Wunsch, ihrem Giaco möglichst nahe zu sein. Der Besuch wird für ihn zu einem Triumphzug. Da kann er sich ganz sicher sein. Der Megastar und sein Management verstehen es, eine Stippvisite zum Medienereignis werden zu lassen. Und schon jetzt fiebern viele der nächsten Ankündigungen entgegen, dass Michael Jackson tatsächlich selber kommt. Das war exklusiv das Star-Magazin mit einer Spezialausgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und denken Sie dran, wenn Sie heute auf der Straße einen treffen, der aussieht wie Michael Jackson, dann seien Sie nett zu ihm. Es könnte schließlich der echte sein. Und er ist bekanntlich reichlich, ängstlich und menschenscheu. Endlich können seine Fans wieder tanzen. Sex mit Kindern? Kommt seine Frau mit? Oder ist die Ehe zerrüttet? Das konnte die Fans heute Vormittag vor seinem Hotel in Köln nicht erschüttern. Wenn sie mitkommt, ist egal. Wenn sie nicht kommt, ist auch egal. Hauptsache er ist da. Ja genau, Hauptsache er ist da. Das ganze Jahr über wird Michael Jackson wie ein letzter Idiot hingestellt, nur fertig gemacht, durch den Dreck gezogen. Und jetzt, wo er kommt, ist er großer Held. Muss diese Arschkriecherei unbedingt sein? Ich sag mal, ein richtiger Fan ist ein Fan. Ob jetzt die Gerüchte da sind oder nicht. Ich liebe ihn. Die bevorstehende Ankunft von Michael Jackson brachte den Hotelbetrieb etwas durcheinander. Was halten Sie für den größten Hit von Michael Jackson? Ich bin nur ein interessierter Zuhörer und Zuschauer. Die einzelnen Hits, Nummern mag ich mir in meinem Alter nicht mehr so. Seit wann sind Sie schon Fan von Michael Jackson? Überhaupt keiner. Gar keiner? Nein. Ach so, ich dachte schon sehr lange. Die wahren Fans werden eingesammelt. Mit Bussen sollen sie zur Ankunft zum Flughafen gebracht werden. Organisierter Jubel, damit keiner Böses denkt. Das Image von Michael Jackson in Deutschland ist ja nicht gerade das Beste. Zurzeit wohl nicht. Ja, aber Sie bringen ganz unbedenklich Ihre Tochter mit. Ja. Hm? Ich wollte gerne mal sehen, um Kosten zu sparen, bevor ich nach Amerika fahre. Hm? Und Sie passen auf? Ja, auf jeden Fall. Die Bustour hatten Plattenfirma und Kölner Lokalpresse organisiert, damit sich der von Skandalen gebeutelte Megastar auf seinen ersten Metern in Deutschland nicht so allein fühlt, wenn schon sein Schimpanse und seine Gattin zu Hause bleiben. Die Jubelfans nehmen Aufstellung, alles bestens organisiert. Und Michael Jackson nimmt sich sogar ein wenig Zeit für diese Fans. Michael Jackson live, das haut um. Super, aber war doch nur ganz kurz. Egal. Das war mein Traum. So nah. Aber doch nur für ein paar Sekunden. Ja, das reicht doch völlig. Was will man denn mehr? Ich meine, mit ihm ins Zimmer gehen oder was? Um Himmels Willen, das würden die Fans doch gar nicht verkraften. Und Michael Jackson wohl auch nicht. Gilt er für viele als der Megastar der Popmusik. Michael Jackson, der unnahbare, morgen zu Gast in der ZDF-Show Wetten, dass. Höchst selbst und leibhaftig von den Fans herbeigesehnt, schwebte das Idol heute Nachmittag in Deutschland ein.
In Deutschland fließen wieder Tränen. Voller Sehnsucht hängen sie an ihrem Idol. Doch jetzt ist er endlich gelandet. Mit Mundschutz zwar, vielleicht nicht nur aus Angst vor der Kölner Kälte. Seit Stunden warten sie auf ihn. Und auch wenn sie ihn nur für Augenblicke leibhaftig sehen, in ihrer Erinnerung bleibt es ewig. In wenigen Minuten wird er landen. Eine Straßenunterführung am Flughafen Köln-Bonn. 400 Fans aus ganz Europa. Sie werden aufgereiht für den Empfang ihres Stars, der um 14:40 Uhr eintrifft. Wir haben blau gemacht heute Morgen. Wir haben Arbeit, Ausbildung ist auslassen, alles auslassen. Einfach hinkommen, ohne Geld, ohne nichts. Einfach hin, einfach ab. Klar, ich freue mich, dass er gleich kommt. Klar. We spend all the day there, all day, all night. Wir werden den ganzen Tag, die ganze Nacht hier verbringen, sagt das Mädchen aus Den Haag. Und dann kommt die Wagenkolonne, mittendrin das Auto mit Michael Jackson. Was folgt, ist schiere Euphorie. Michael Jackson genießt das Bad in der Menge. Oder ist es doch nur ein Double? Nein, der echte bringt sie hier an den Rand der Verzweiflung. Zeig ihn mir, bitte zeig. Ja, jetzt warte mal, Mensch. Pack das lieber weg. Nö, meine Aufnahme. Danach der erste Härtetest für Michael. Wochenendstau im Ruhrgebiet. Er kommt zu spät zur ersten Probe nach Duisburg. Das Warm-up wenig später für den Unberührbaren. Doch hier gibt er sich locker, fast zum Anfassen. Doch das nur für Leute seiner Plattenfirma oder vom Wetten, das Team. Mehrere Stunden dauert die erste Probe. Jacko übt eisern, denn eine Weltpremiere steht bevor. In Wetten, das präsentiert er erstmals seine neue Single. In Köln, vor seinem Hotel, warten währenddessen immer noch seine Fans. Ich liebe dich! Ich will dich! Für das, was wir hier sehen, gäben sie alles. Ein Blick in die Nobelsuite ganz oben. Er hat schon mal hier gewohnt und der Blick auf den Kölner Dom hat ihm besonders gut gefallen damals. Ganz unten aber heißt es immer noch warten. Ein Autogramm oder nur ein Blick von ihm, das wäre doch schon was. Als ihr Idol in Köln ankam, waren die Fans zu Tausenden angereist, nur um den Maestro ein paar Sekunden lang zu erleben. Doch ob der, den sie sahen, auch der war, den sie eigentlich sehen wollten, wusste hinterher keiner so recht. Sabine Taube und Rainer Friedrich auf der Suche nach dem echten Michael Jackson. Das Warten hat sich gelohnt in Duisburg. Endlich tut sich ja was. Die Tore werden geöffnet. Er ist es wirklich, da sind sie sich sicher. In Köln das gleiche Bild. Warten auf Jacko vor dem Luxushotel Hyatt. Die Stimmung kocht um kurz vor 10. Doch Michael Jackson ist für Action viel zu müde. Will sich durch die Hintertür schleichen, zu früh gefreut. Die Fans sind los, der Run beginnt. Einmal wollen sie ihrem Idol ganz nah sein. Viel haben sie zwar nicht gesehen, das Ende eines langen Tages ist gekommen. Viele sind frustriert, zu lange haben sie ausgeharrt. Dabei hatte alles so schön begonnen. Den ganzen Tag haben sich die Fans vom Hotel in Stimmung gesungen. Ihr größter Wunsch, ein Foto von Michael. Wen bis jetzt nicht erkannt hat, so sieht es aus, das Objekt der Begierde. Eine Haut wie aus Milch und Seide. Der Eingang für die Fans tabu, 20 Meter zum Fahrstuhl unüberwindbar. Eine goldene Tür trennt die Massen vom Reich des Popstars. 180 Quadratmeter sind hergerichtet, für schlappe 2.900 Mark die Nacht. Und hier wird er schlafen. Auf einen Gute-Nacht-Kuss von Frau Lisa muss er allerdings verzichten. Süßer Ersatz steht auf der Bettkante und jede Menge süße Fans vor der Tür, die zu gerne wüssten, was da drinnen los ist. Dafür nehmen sie sogar ein bisschen Hagel in Kauf. Das Highlight des Tages ward mit Sonnenschein belohnt, den nur einer nicht zu würdigen wusste. Was ist das?
Hut, Mundschutz, Sonnenbrille. Kenner glauben an den Ohren zu sehen, das ist nicht Jayco. Wer auch immer das sein mag, den auserlesenen Fans, die am Flughafen warteten, war's egal. Karneval in Köln einmal anders. Da sind die Nächte bekanntlich lang und wer früh schlafen geht, ein Spielverderber. Der wollte Jayco nicht sein. Ein guter Nachtgruß für Hartgesottene. Was wirklich Michael? Wer weiß das schon? Zum Träumen auf jeden Fall reicht's.